Kollegen, Kolleginnen und helikopterische Wesen, die sich dazwischen befinden. Ich heiße euch alle herzlich willkommen und wir möchten heute über ein besonderes Individuum reden. Der Bre heißt Tarrare. Und das war der Typ, der einfach alles auf diesem Planeten gegessen hat, was man essen kann. Von Katzen, die noch leben, bis, ich will nicht spoilern, was er noch gegessen hat. Sehr schwieriger Typ. Und es gibt ein schönes 7 Minuten illustratives Video, das will ich gerne mit euch anschauen. Viel Spaß. Hey kids, I think we can all agree that there are few pastimes more grotesque than competitive eating. The concept of a bunch of guys pushing their anatomy to its limits just for sport leaves a bad taste in my mouth in more ways than one. But imagine if these men didn't adopt this habit just for fun. Imagine if some gross biological error forced them to eat like this for their entire life. Introducing Tarrare. Holy shit, Bruder. Ich kenne halt seine Geschichte schon, deswegen, ich habe auch so ein Bild von ihm im Kopf. Ich würde gerne euch auch so ein Bild im Kopf haben lassen, dass er circa so aussah. Mit einem aber gigantischen Mund. Ganz schwierig. Tarrare was born in France around 1772 to a poor farming family. It's said that his appetite was so voracious that, by his teens, Tarrare could eat an entire quarter of a cow carcass in a single day. Digga. Genau als wir über Tarrare reden, dass er ein Viertel einer Kuh am Tag essen konnte in Teenage-Zeiten, kommt endlich mein Essen und ich bin starving to death. Und ich weiß nicht, ob es richtig ist, währenddem ich das anschaue, noch zu essen, aber ich glaube schon. You'd think he'd be like mega obese, but no, he only weighed 100 pounds by age 17. However, there were still a few things that stood out about Tarrare appearance-wise. For one, obwohl er eine Viertelkuh am Tag gefressen hat, war er einfach nur 100 Pounds, Digga. Was hatte er für einen fucking Stoffwechsel? he had a huge, stretched-out mouth with horribly stained teeth. He could reportedly fit 12 eggs in his cheeks at once, much like a chipmunk keeping its chipmunk eggs warm. Additionally, when Tarrare was full, he'd get a crazy octomom gut going, and any other time, he'd have a huge flap of stretched-out skin hanging around his waist. He also stank to high hell, even by 18th century French peasant standards. He was described as reeking, quote, to such a degree that he could not be endured within the distance of 20 paces. So between all this and his horrendous outhouse flooding dumps, his family had had enough. Alright, you're eating us out of house and home here. You gotta go, man. You heard me. Kick bricks, Froggy. Wow, he just called a French person a frog. That's so racist. No, it's not. They're all French. The guy just looks like a frog is all. Oh. Well, too late. I'm already offended. That's fair. Auf jeden Fall, der Bruder hatte ein riesen Essproblem. So ein großes, dass er einfach alles, was rumlag, gegessen hat, egal ob es essbar ist oder nicht. Und irgendwann hatte seine Familie einfach kein Cash mehr, den zu ernähren, weil er eine halbe Kuh am Tag isst in jungen Altern. Ja, dann wurde er rausgekickt aus dem Zuhause. Und was jetzt gleich passiert, ist hart. Also ich drehe Video, ja, Schatz. Wie zur Hölle komme ich hier raus? Einfach Mauspad nach unten. Wie nach unten? Damit deine Taskleiste kommt, geh ganz runter einfach. Ja, hier, Internet. Das habe ich gesucht. Was wollt ihr von mir alle? Ja? Hallo Safia. Hallo Saifo. Könnt ihr jetzt gehen? Tschüss. Like, after leaving home, Tarrare was forced to beg and steal just to satisfy his gargantuan appetite. Inevitably, people began to take notice of him, and eventually he landed a job as a street performer in Paris. People would hand Tarrare entire baskets of apples, eggs, and even wine corks, and watch in delight as he horked them down without the slightest hesitation. Normally, er war einfach so eine Attraktion, irgendwann mal. Also hat er sein Geld verdient, quasi sowas wie so ein Zirkusauftritt. Und Leute haben einfach ihre Sachen gebracht und er hat die gegessen. Holy shit, Digga. This went off without a hitch, except for one time when he suffered a Er hat halt wirklich alles gegessen. Nicht nur essbare Sachen, sondern so Schlangen, keine Ahnung was noch. Aber die noch leben quasi so. Ja, alles, was du in deinem Kopf hast, so Schuhe, alles, was du da reinlegst, hat er gegessen. So, Digga. Und irgendwann hat er halt so richtige Schmerzen gehabt, dann kam er halt ins Krankenhaus. Fortunately, the crowd was kind enough to carry him to the hospital, where he was treated with the strongest laxatives the 18th century had to offer. Also Abführmittel seiner Großmutters Cousins. Sei die Erde beschützt davor, was passiert ist danach, als er es genommen hat, nachdem er alles rausgeschissen hat. Wisst ihr, ich meine. Draw what happened next, but it would probably get my channel deleted. So let's just picture it for a few moments. Oh, scheiße. Ja.
Moving on. Cut to the year 1792. This marks the beginning of the War of the First Coalition. Ever heard of it? Me neither. Who was in it? Fucking everyone. Anyway, Tarrare decided to enlist in the war. After all, maybe that profound emptiness he was feeling was just a lack of purpose in life. Also dann ist er in die Armee getreten quasi. Er wollte, als es diesen ersten Krieg damals gab, was bewirken. Irgendwie an die Front gehen, der Bruder, weil er sich dachte, okay, da wird der Sinn des Lebens vielleicht auf mich warten. Turns out, no, he really was just psychotically hungry. Even after being granted quadruple rations, Tarrare would still be digging through the trash pile whenever he got the chance. Sogar als er so 5-fache Mahlzeiten in der Armee bekommen hat, hat er so Müll und alles gegessen, weil es nicht gereicht hat. After suffering extreme exhaustion, he was sent off to the military hospital in Tarrare. The staff there was so dumbfounded by the man's abilities that they decided to keep him there to run a few experiments. The first of which involved putting Tarrare in a room with a meal prepared for 15 people. Holy shit! Also, der kam dann irgendwann ins Krankenhaus. Der Arzt dort hat sich sehr interessiert für ihn und gedacht, Digga, was ist hier eigentlich los? Der sieht nicht aus wie ein Mensch. Der kann 50 Eier in sein Maul halten ohne Probleme und der kann mich essen, wenn er will. Und ich schmecke ihn noch. Was ist sein Problem? Das wollte er rausfinden und hat so Tests gemacht. Das war so ein Test zum Beispiel, wo er Food für 15 Personen auf den Tisch gestellt hat und geguckt hat, was er tut. Ja, natürlich hat der Bruder alles gegessen, wie ihr das hier seht. Naturally, he ate the entire thing and immediately fell asleep. Next, they presented him. Man sagt auch, er hatte so voll komischen Bauch, der sich aufgebläht hat, nachdem er sich vollgefressen hat und dann hat die Haut so überall runtergehangen, er musste das zubinden. Und das ist immer aufgegangen, wenn er voller wurde. Ich meine, Digga, I mean, what the actual him with a raw eel. In response, Tarrare crushed the eel's skull between his teeth before slurping down the entire creature in one go. Bruder, der hatte noch gelebt, wie nennt man das, der Elektrizität macht in Wasser, Digga. Now, this is hair-clenchingly horrifying for a couple of reasons. Firstly, he put a whole frickin' eel in his stomach. But secondly, there had to be some point during digestion where the meat was gone but the bones still remained. Now, for those of you who don't know, an eel skeleton looks like this. That means Tarrare had... Bruder, das war halt alles in ihm, weißt du, wie ich meine? In rohen Zustand, Junge. Wohin geht das und wie kommt das aus seinem Arschloch raus? Das haben die Leute gefragt. All of those needle-sized ribs stabbing into the walls of his stomach at once, and he was fine. He also ripped a live cat apart with his bare hands, drank its blood, and ate everything but its bones, and then later gagged up the fur and skin like an owl, but, you know, that's neither here nor there. Oh Mann, Junge, Alter. Alter. Ich hab 1000-mal von diesem Bruder schon gehört und trotzdem jedes Mal schickt's mich wieder nach Stuttgart, Junge. After reviewing our data, I've come to the scientific conclusion that, yeah, we got a goddamn demon on our hands. But as we all know, with great devour comes great responsibility. Since Tarrare was still technically enlisted, the military decided to utilize his abilities for the greater good. Hey Tarrare, it's me, the General. Also die Armee hatte dann einen Plan mit ihm, so wie eine Geheimwaffe. Und der sollte quasi so eine Box verschlucken mit geheimen Nachrichten und das in den Knast rausscheißen und die Nachricht überbringen mäßig auf den. Listen, could you eat this box with a note in it for me? If you do it, we'll give you a wheelbarrow full of bull organs. Lo and behold, 2 days later, he passed the container in mint condition and was given his reward as promised. Die haben geguckt, ob das aus seinem Arschloch genauso rauskommt, wie es in sein Maul reinging. Und wenn ja, wäre das Experiment erfolgreich. Und das ist tatsächlich genauso passiert. Er hat's rausgeschissen, als wäre es nie angefasst worden. With this proof of concept, they made him an official spy and sent him into Prussia with a document in his belly, to be delivered to an imprisoned French colonel. Unfortunately, there are a couple things Tarrare couldn't do that... Also er musste halt wie ein Geheimspion in einem fremden Land die Nachricht jetzt überbringen. Aber ihr müsst euch ja denken, der Typ hat gestunken wie die Hölle und so. Und so einer, der halt jeden Zehennagel isst, der auf einem Boulevard da rumliegt quasi, der fällt ganz schnell auf mäßig, ne? A, he couldn't speak German. And B, it's pretty hard to maintain a low profile when you're running around like a madman, wolfing down garbage and mutilating small animals. So he ended up being captured by the enemy. Initially, he kept his mouth shut, for once. But after a whipping and a day in jail, Tarrare gave in. After confessing that he did, in fact, have vital intelligence snaking its way through his GI tract, the Prussians chained him to a latrine until the box emerged 30 hours later. The note wasn't actually anything.
important, so they just mock executed him, gave him a severe beating, and sent him on his way. Die haben halt nichts wirklich Schlimmes mit ihm getan, weil in der Notiz stand auch nicht wirklich Wichtiges. Die hätten das selber nicht gedacht, dass es klappen wird mit Tarrare, oder wie der heißt. Ja, es war nur ein Testobjekt. Wäre er erfolgreich, erst dann wäre er zum Einsatz gekommen, sagt man. Also hat der Bruder einfach umsonst gelitten. Der wurde totgeschlagen, da ein bisschen so Stäbchen in den Arsch und dann wurde er nach Hause geschickt. Und jetzt ist er wieder im Krankenhaus. After all that, Tarrare returned to life at the hospital, desperate for a cure for his condition, but nothing they ever tried worked. Meanwhile, the man's endless hunger continued to get him into all sorts. Bruder, er wird sowas Ekelhaftes tun, ihr werdet gleich gar nicht auf euer Leben klarkommen, was er getan hat. Weil der Arzt war voll der Kumpel von dem. Er hat ihn angefangen zu mögen und hat gesagt, Bruder, ich tue alles, um dir zu helfen quasi. Also der Arzt hat sich quasi ein bisschen schon es zu seiner Lebensaufgabe gemacht, den Typen quasi sein Mysterium rauszufinden. Und er hat diesen Arzt aber extrem enttäuscht, bitter enttäuscht. Und ihr werdet gleich merken, wieso, Digga. He'd often sneak out of the hospital to eat the scraps behind the local butcher and fight stray dogs in the alley for their precious garbage. He'd also seek out patients undergoing bloodletting in order to Bruder, er hat Blut getrunken von Leuten, aber das ist nicht mal das, wieso der Arzt so enttäuscht take war. all their life juice for himself. On several occasions, he was even caught attempting to eat bodies in the mortuary. Bruder, er hat versucht, Leichen zu essen. Man hat ihn davon abgehalten, aber sogar nicht mal wegen dem hat sich der Arzt abgewendet von ihm. By this point in my research, I was so desensitized to this guy that I didn't even bat an eye when I first read that. I was just like, alright, guess he must have been hungry. Anyway, the hospital staff begrudgingly tolerated Tarrare's buffoonery, until one day when he went too far. Well, Tarrare, you've only had 3 mess hall raids, 4 miscellaneous trash-related mishaps, and 1 cadaver defiling, so I'd say, so far, this week's been pretty good. Doctor, Yes. we should probably inform you that a 14-month-old child has gone missing from their room. Tarrare, look at me. Did you eat a fucking baby? Tarrare was promptly kicked out of the Bruder, Bro, es ist umstritten, manche sagen, nee, das hat er nicht gemacht, ist das, aber wegen diesem 14 Monate alten Kind, was plötzlich nicht mehr da war und nie wieder gefunden wurde, hat man den Abi quasi gekickt aus dem Hospital. Stell dir vor, er hat dieses 14 Monate alte Kind einfach gegessen. What the f... hospital and spent 4 years out and about doing, whatever horrific shit you can imagine. When he came back, he was suffering from advanced tuberculosis and died shortly after arrival. During his autopsy, the surgeons found that when they looked into his mouth, they could see all the way down his throat and into his stomach cavity. As you can imagine, his whole abdominal region was Der Bre, als der gekickt wurde, ist 4 Jahre später verstorben an Tuberkulosis, hatte draußen jede mögliche Scheiße getan und gegessen, was man essen kann und ich weiß nicht, was er sonst noch getan hat. Und danach gibt es keine Records, aber wenn er schon da ein Baby gegessen hat und danach gekickt wurde, ich weiß es nicht, was er noch gegessen hat, okay? Und dann, als er abgerackt ist im Krankenhaus, hat man den quasi so aufgeschnitten, um zu gucken, was ist mit dem überhaupt los, Digga? Und da drin war einfach die Röhre hier so groß, Bruder, dass da einfach Kübel reinpassen würden auf den. Man sagt, seine Magensäure war so stark, so keine Ahnung, ich habe die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber der Typ war einfach eine Dämonmaschine. was profoundly deformed. Basically, if this is a normal human, this is what they found inside Tarrare. Digga. Just like the man's mind, we can see that around 90% is devoted towards food and 10% towards everything else. So, moral of the story here is that no, you know what? Not even I can find anything resembling a moral here. Not all stories have a point to them. Sometimes they're just sad and disgusting from beginning to end. Da hat er recht, Digga. Am Ende des Tages eine sehr disgusting Story von einem irgendwie traurigen Typen. Was hat er wohl gehabt? Hat man nie wirklich erklären können. Und wie hat er das alles gegessen? Zum Beispiel, man sagt ja, wenn man ein Menschenhirn isst, kriegt dein Hirn auch eine Krankheit und man verstirbt kurze Zeit darauf. Und so, er hat Schritte überschritten, wo man schon längst tot wäre. Wie hat er es geschafft, so lange zu überleben und was zum Fick war die Krankheit oder was war er was anderes als wir? What the hell? Und das fand ich interessant. Deshalb haben wir auf dieses Video reagiert. Köstlich, schmecklich, Kuss auf die Nuss.